Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal Professor Innovatex. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr faszinierenden und zugleich sehr kontroversen Thema, die Kolonisation des Weltraums. Viele große Unternehmen und staatliche Programme arbeiten an der Erschließung neuerer Welten. Doch ist diese Vision wirklich so realistisch und nützlich, wie uns oft vermittelt wird? In diesem Video werden wir die Gründe darlegen, warum die Weltraumkolonisation mehr Schein als Sein ist und warum viele dieser Missionen eher wie ein Fass ohne Boden wirken. Die Vorstellung, dass die Menschheit eines Tages den Mars oder andere Planeten besiedeln könnte, klingt wie aus einem Science-Fiction-Roman. Unternehmen wie SpaceX und Blue Origin sowie staatliche Agenturen wie NASA haben ambitionierte Pläne präsentiert, Kolonien im Weltraum zu errichten. Diese Visionen beinhalten Städte auf dem Mars, Bergbau auf Asteroiden und sogar das Terraforming von Planeten. Die technischen Hürden sind jedoch enorm. Der Mars hat eine extrem dünne Atmosphäre, wenig Schutz vor der Strahlung und keine flüssigen Wasserquellen an der Oberfläche. Die technischen Lösungen für diese Probleme sind entweder noch nicht vorhanden oder extrem teuer. Beispielsweise müsste man massive Mengen an Ressourcen zur Erde zurückbringen, was logistischen und finanziellen Herausforderungen gleichkommt. Die Kosten für Weltraummissionen sind astronomisch. Allein die Mars-Missionen kosten Milliarden von Dollar. Ein bemannter Marsflug würde schätzungsweise 100 Milliarden bis 1 Billion Dollar kosten. Diese Summen werfen die Frage auf, ob das Geld nicht sinnvoller in Projekte auf der Erde investiert werden könnte, wie beispielsweise in die Bekämpfung des Klimawandels, Bildung oder medizinische Forschung. Die Befürworter der Weltraumkolonisation argumentieren, dass sie der Menschheit neue Ressourcen und Lebensräume erschließen könnte. Doch der tatsächliche Nutzen für die breite Masse bleibt fraglich. Die meisten Gewinne und Vorteile würden wahrscheinlich bei den beteiligten Unternehmen und wenig Privilegierten landen. Zudem sind viele der versprochenen Technologien noch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte entfernt. Auch ethische Fragen spielen eine Rolle. Welchen Einfluss hätte die Kolonisation auf potenzielles außerirdisches Leben? Und welche Umweltauswirkungen haben unsere Missionen? Wir haben bereits Schwierigkeiten, unseren eigenen Planeten nachhaltig zu bewirtschaften. Es stellt sich die Frage, ob wir dieselben Fehler auf anderen Himmelskörpern wiederholen würden. Zusammengefasst gibt es viele Gründe, die Versprechen der Weltraumkolonisation kritisch zu hinterfragen. Die technologischen Herausforderungen sind gewaltig, die Kosten astronomisch und der Nutzen für die breite Gesellschaft bleibt ungewiss. Statt auf ferne Träume zu setzen, könnten wir unsere Ressourcen besser auf Probleme hier auf der Erde konzentrieren. Die Idee der Weltraumkolonisation ist faszinierend und inspiriert viele. Doch bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass die Realität weit hinter den Versprechungen zurückbleibt. Was denkt ihr darüber? Ist die Weltraumkolonisation eine lohnende Investition oder doch eher ein Fass ohne Boden? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine spannenden Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Mehmet Yala. Ich bin Produkt- und Technologieentwickler sowie Dozent für Entwicklung und Innovation.